Good evening. So, guten Abend. Let us open with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you that we can again appear before you danke, dass wir wieder vor dir kommen können, and that we again can study your word. dass wir wieder dein Wort studieren können. Thank you for this day. Danke für diesen Tag. And Lord, especially thank you for your promises Und Herr, danke insbesondere für deine Verheißungen, and that you promise to open the scriptures unto us if we ask. dass du es verheißen hast, die Schriften uns aufzutun, wenn wir danach bitten. And we put our trust now in the merits of Jesus Und wir legen unser Vertrauen in die Verdienste Christi and ask now that you would please unfold these scriptures to our minds und bitten, dass du jetzt diese Schriften zu unserem Verstand entfalten mögest. and that we can see these events that are before us clearer than before. Und dass wir diese Ereignisse, die uns vorliegen, noch klarer sehen wie zuvor. And that you would please establish us in the present truth. Dass du uns in die gegenwärtige Wahrheit etablieren mögest. And please help me to relay these things clearly, Hilf mir, diese Sachen auf klare Weise darzulegen. and may you guide us into all truth. Und mögest du uns in allen Wahrheit hineinführen. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so let us turn to Daniel chapter 8. So, gehen wir zu Daniel Kapitel 8 in unseren Bibeln. And let us begin in verse 1. Dann fangen wir in Vers 1 an. It says, in the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. And I saw in a vision, and it came to pass, when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Then I lifted up mine eyes, and saw, and behold, there stood before the river a ram, which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one horn was higher than the other, and the higher came up last. Okay, so Das ist Vers 3. here we see this 2-horned ram, right? Hier können wir diesen zweihörnigen Widder sehen. Okay, and what are his characteristics? Und was sind seine Merkmale? Yeah, one horn is higher than the other. Die Yes? eine Horn ist höher als das andere. Okay, so and therefore where does it mark us? Deswegen, wo markieren wir das? Yeah, Sunday, right? Im Sonntagsgesetz. Now when the church horn is higher than the state horn. Das ist da, wo die Gemeindehorn höher als den städtlichen Horn ist. Scott, can you do me a favor? Can Sure. you maybe draw here these horns? Just take maybe one of those. Okay, so we have these 2 horns, and the second horn is higher than the other. Haben wir diese 2 Hörner und der zweite ist höher als der andere. And what is it parallel to? Und zu was ist das parallel? Just also draw this Greek horn. Oh, okay. No, it's okay. But let's go to Daniel 7 Dann gehen wir zu Daniel 7 and let us read here verse 2 down to verse 5. und wir lesen die Versen 2 bis Vers 5 hinab. It says, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heaven strove upon the great sea. And 4 great beasts came up from the sea, diverse one from another. The first was like a lion and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. And behold, another beast, a second like to a bear, and it raised up itself on one side, and had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it,
And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. So, how can we parallel these two kingdoms with Daniel 8? So, wie können wir diese zwei Königreiche mit Daniel 8 parallel setzen? There's one kingdom, right? Ein Königreich, That's the lion and the bear, yes? der Löwe und der Bär. Okay. Because here Daniel 7 begins with Babylon and Medo-Persia, right? Hier in Daniel 7, es beginnt mit Babylon und Medo-Persien. But in Daniel 8 it begins only with Medo-Persia. In Daniel 8, es fängt nur mit Medo-Persien an. But it speaks about the two horns of the ram, right? Es spricht über die zwei Hörnern des Widders. Okay, so for instance here when you go to Daniel 7 verse 5, So, hier, wenn wir zu Daniel 7 und Vers 5 gehen, it says, And behold another beast, the second like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. So where would we mark this and why? so, wo würden wir das markieren und warum? Son-in-law, right? Am Sonntag. Okay, and why? Und warum? Threefold union and the three false doctrines they're speaking. So, die dreifaltige Union, diese drei falsche Lehren, die sie sprechen. Okay, yes, why do you come to this thought? Und warum kommst du zu dieser Gedanke? The rib comes from a woman. From No, a rib represents a woman, right? So, die Rippe stellt eine Frau dar. Yes, okay, because he took the rib of Adam and formed the woman out of it. Yes? Die Bibel sagt, dass Gott die Rippe von Adam genommen hat und die Frau daraus formiert hat. Okay, so therefore 3 ribs represent 3 women. So, Yes? deswegen 3 Rippen stellen 3 Frauen dar. And a woman is a Eine Frau ist gleich church or doctrine, eine right? Gemeinde oder eine Lehre. Okay, so and these 3 doctrines here are in his mouth. Und diese 3 Lehren hier sind in seinem Mund. So where do we see this also? So, wo können wir das noch sehen? 3 doctrines coming out of the mouth. 3 Lehren, die aus dem Mund hervorgehen. Yes, okay. Keep your finger here, let's go to Revelation 16. Halte den Platz hier und geht zur Offenbarung 16. And verse 13. Vers 13. So this is now here the speaking about the 6th plague, right? So, da spricht über die 6. Plage. It says, And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. So here at the 6th plague, So hier bei der 6. Plage, 3 unclean spirits come out of the mouth of the dragon, beast and false prophet. Right? 3 unreinen Geistern kommen aus dem Mund von dem Drache, der Tier und der falsche Prophet. So it's right here where the threefold union comes together. Right? Das ist gerade hier, wo die dreifaltige Union zusammenkommt. But we know they also come together here at the Sunday, Wir right? wissen aber, dass sie hier am Sonntagsgesetz zusammenkommen. Okay, so and this is illustrated here in Daniel chapter 7. Und das ist hier in Daniel 7 dargestellt. Okay, so therefore the bear of Daniel 7 is marked here at the Sunday. Yes? Deswegen der Bär von Daniel 7 ist hier am Sonntagsgesetz markiert. Yes, Und der spricht auch. Okay, but before the bear you have also the lion. Aber Yes. noch vor dem Bär gibt es auch der Löwe. So let's go back to verse 4. So gehen wir zurück zu Vers 4. It says, Daniel 7 verse 4. Daniel 7 und Vers 4. It says, The first was like a lion and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. Okay, so what happened here to this lion? So, was geschah hier mit diesem Löwe? Wings what stands up, mine's heart. Yes, okay. So, die Flügel werden gepflückt, es steht auf und ein Menschenherz gegeben. Yes, so the wings, what do wings represent in the Bible? Flügeln, was stellen sie in der Bibel dar? Protection. Protection, right? Schutz. So where do we see this? Wo können wir das sehen?
Matthew 23. 91. Okay. Yeah, and Luke. Just keep your finger here. Let's go to Luke. In Matthew, it's the same illustration. So, halte den Platz, hier geht es um Lukasbrief. And also in Revelation 12. But it's actually not here. Thought it was in Luke 19, but Is it you're looking for? no, let's go to Matthew 23 then, Gehen wir zu Matthäus 23, verse 37. Vers 37. It says, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and you would not. Yes? So he wanted to bring them under his wings. Yes? Er wollte sie unter seinen Flügeln bringen. Okay, like a hen gathering his chickens. Wie Okay, ein Huhn chickens. ihre Kuchen sammeln möchte. Okay, so and this is obviously an illustration of protection. Und das ist natürlich eine Darstellung von Schutz. And which one? Revelation 12, verse 14. No, okay, Revelation 12, exactly. Offenbarung 12 und Vers 14. Revelation 12, verse 14. Offenbarung 12, Vers 14. This is now this woman, Diese, this Wow. pure church. diese reine Gemeinde. It says, and the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time and times and a half a time from the face of the serpent. And so here she's in a place of protection. So hier ist sie in einem Ort des Schutzes. Psalm 91, Vers 4. Psalm 91, Vers 4. Okay, let's also go to Psalm 91, verse 4. Gehen wir auch zu Psalm 91, Vers 4. And let's read down to verse 6. Vers 4 bis Vers 6. It says, he shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. And also verse 7. Dann auf Vers 7. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. So it's when you're under his wings, you're now in safety, right? Also wenn du unter seinen Flügeln stehst, bist du in Sicherheit. Okay, so and what is the safety of the United States? Und was ist die Sicherheit des USA? Because Separation, the Constitution. Yeah, the Constitution, right? Die Verfassung, yes, separation of church and state. Yes, die Trennung von Staat und Kirche. it's when the two-horned beast comes up like a lamb, and the two horns are separated, right? Wenn die zweihörnige Tier wie ein Lamm heraufkommt und die zwei Hörner sind voneinander getrennt. Okay, so this is when there's civil and religious liberty. Es ist da, wo es staatliches und auch religiöse Freiheit gibt. Okay, so therefore, here at the Sunday law, we understand this is why it says they will amend the Constitution. Also deswegen am Sonntagsgesetz, wir wissen, dass Ellen White sagt, dass die Verfassung außer Kraft setzen werden. So they will change it and then will make it of none effect. Sie werden es verändern und dadurch nichtig machen. Good. And what else happens to this line? It gets lifted up and this man's heart is given, right? Was geschieht noch mit dieser Löwe? Es wird erhöht oder aufgestellt und ein Menschenherz wird es gegeben. What does the Bible say about man's heart? Was sagt die Bibel über ein Menschenherz? Jeremiah 17, verse 9. So Jeremia 17, Vers 9. Desperately wicked and So, durchaus böse, deceitful above all things. Yes? verführerisch über allen Dingen, Okay, and it's full of pride. Yes? voller Stolz. That's why this line lifts itself up. Deswegen hebt diese Löwe auf seine Hinterbeine auf. Okay, and so here is the line where he lifts himself up, Und right? hier ist der Löwe, wo er sich auf die Hinterbeine stellt, Yeah. sich erhöht. And we also know when we go now to Daniel chapter 4, Und wir wissen aber auch, wenn wir jetzt zu Daniel 4 gehen,
And let's begin in verse 13 down to verse 16. Lesen wir von Vers 13 bis Vers 16 hinab. It says, I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and an holy one came down from heaven. He cried aloud and said thus, hew down the tree and cut off his branches, shake off his leaves and scatter his fruit. Let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him. Okay, so where would this be? So, wo würde denn das sein? Yeah, it's at the end of the Sunday law, right? Am Ende des And Sonntagsgesetzes. Nebuchadnezzar gets punished, end of the first Sunday law. Nebukadnezar bestraft wird am Ende des ersten And Sonntagsgesetzes. then he's 7 times humbled, yes? Und dann ist er 7-fach gedemütigt. Okay, and What Zeiten. A beast heart. what heart does he get? Yeah, a beast Was heart, für right? ein Herz erhält er? Ein Tierenherz. So at the beginning he gets a man's heart, and at the end he gets a beast heart, right? Am Anfang erhält er ein Menschenherz, am Ende ein Tierenherz. So the beast heart means now he's humbled, Der okay? Tierenherz bedeutet, dass er jetzt gedemütigt worden ist. Because when you go to Ecclesiastes chapter 3, Und dann, wenn wir zu Prediger 3 gehen, This is another illustration of and keep your finger in Daniel, please. halte den Platz in Daniel. when you combine the lion and the bear together. It's man. These 3 ribs. The dragon, the beast of all gods, this, because he gives the heart of a man. This is mark of the beast. I mean, it's like, because 666 is man. Get what I'm saying? I mean, you mean because now he has a man's heart, he speaks. Yeah, he has Like a a man. man's heart. He speaks. This is what Christ said to Peter. When Peter said, "No, Lord, let this not be so," he says, "The Lord, get thee hence, Satan. Thou savorest the things that be of man, and not the things of the Lord." Wenn man diesen Löwe und diesen Bär zusammenbringt, also diese 3 Sachen in der Rippen, also weil ein Menschenherz der Löwe bekommt, der Bär diese 3 Sachen in der Rippe hat, in seinem Mund hat, das ist Mensch, also der Drache, Biest und falsche Prophet sind Menschen. Out of the abundance of the heart, the mouth Die speaketh. Bibel sagt, über den Überfluss des Herzens spricht der Mund. So, diese 2 zusammen, der Löwe und der Bär zusammen, stellt diesen 666, also diesen Menschennummer da, Menschenzahl. Okay, so now let's go to Ecclesiastes So, in Prediger chapter jetzt, 3. Kapitel 3, Verse 18. Vers 18, 18 to 19. 18 und 19. It says, I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts. Even one thing befalleth them. As the one dieth, so dieth the other. Yea, they all have one breath. So that a man hath no preeminence above a beast. For all is vanity. Also verse 20. Auf Vers 20. All go unto one place, all are of the dust, and all turn to dust again. So when you become a beast, what do you realize? Also wenn du ein Tier wirst, was erkennst du? Das. That you're just dust, right? Du That you're, bist nur Staub. when he gets this beast heart, realizes that he's not better than any beast. Okay. Also wenn er diesen Tierenherz erhält, dann stellt er fest, dass er nicht mehr ist als ein Tier. That he also goes to dust like any other ox. Okay. Dass er auch zum Staub geht, so wie jeder andere Ochse. So therefore, he has no reason to lift himself up. Okay. Deswegen, er hat überhaupt keine Rechenschaft, sich zu erheben. And let's go back to Daniel 4 Dann gehen wir zurück zu Daniel 4 and let's read verse 37. und lesen Vers 37. Because this is the summary of Nebuchadnezzar's
experience here. Dies ist die Zusammenfassung der Erfahrung von Nebukadnezar hier. It says, Sagt, Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. Yes, so what did he now learn? so was hat er gelernt? Yeah, that those that walk in pride he's able to abase, to make a beast of you. Okay. Diejenigen, die in Stolz wandeln, dass Gott imstande ist, sie zu erniedrigen, aus sie ein Tier eben zu machen. Okay, so and this is what the Lord always wants us to realize, that we are but dust. Okay. Das ist es, was der Herr uns immer zur Wahrnehmung geben möchte, ist, dass wir eben nur Staub sind. Okay, so when we go back to Daniel 7, Also wenn wir zurück jetzt zu Daniel 7 gehen, we can therefore understand that verse 4 it marks the Sunday law, also wir können deswegen verstehen, dass Vers 4 den Sonntagsgesetz markiert, when he now becomes this proud and cruel oppressor. da wo er dieser stolze und grausame Unterdrücker geworden ist. And verse 5 also, where the threefold union comes together. Right? Vers 5 auch, wo die dreifaltige Union zusammenkommt. So therefore we correctly mark this lion and the bear here. Okay, So, wir markieren auf korrekte Weise das Löwe und das Bär hier, that they're both together here at the Sunday law. Okay. dass die beide hier am Sonntagsgesetz zusammen sind. Yes. Remember when we looked at this before, we can show that the lion was the state State power powers. and the bear was the church. Als wir das mal angeschaut haben zuvor, ist, dass der Löwe der Staatsmacht darstellt und den Bär die Gemeinde. So the lion would be the Republican horn, Yes. the bear the Protestant horn. Right? So, der Löwe der republikanische Horn, der Bär das protestantische. Sister White says the three frogs is spiritualism, and that's the religion, and the lion is the. Yes, and it also says it's the Protestants that will stretch their hand over the abyss, clasp their hand with the Roman power and with spiritualism. Auch, dass es die Protestanten sind, die ihre Händen über den Kluft strecken werden und den Hand des Papsttums ergreifen werden. Yes, also let's go now to 1 Samuel, chapter 17. Gehen wir zu 1. Samuel, Kapitel 17. Verse 34 to 36. Vers 34 bis 36. That's the story of David, right? Geschichte von David. And there he says, And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. So who came? So wer kam? Lion and a bear, Ein right? Löwe und ein Bär. These two here. So diese zwei hier. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. So it's joined together as one, right? Der Löwe und der Bär sind eben als eins hier bezeichnet. Thy servants slew both the lion and the bear, and this circumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Okay, also when you go to Proverbs 28, Auch wenn wir zu Sprüche 28 gehen, verse 15, Vers 15. you can also see that the lion and the bear are linked as one here. Okay? Können wir auch sehen, dass der Löwe und der Bär als eins dargestellt wird. It says, As a roaring lion and a raging bear, so is the wicked ruler over the poor people. Okay, so the ruler is like a lion and a bear. Der Regierende oder Herrschende ist wie eine Löwe und ein Bär. Okay, good. So, and therefore, if the Republican horn and the Protestant horn, they come here at the Sunday law together, right? Deswegen der republikanische und der protestantische Horn kommen hier am Sonntagsgesetz zusammen. Okay, so they are no longer separated as when they came up, because when they came up, there was two horns separated, right? Sie sind nicht mehr getrennt, denn als sie heraufgekommen sind, es waren zwei Hörner voneinander getrennt.
But now this one horn here is greater and they are now joined together as one here at the Sunday law. Aber jetzt diese ein Horn ist größer geworden, sie sind hier vereint am Sonntagsgesetz. In the next verse, it also says that he's a great oppressor. Where next? Proverbs In Proverbs 16. next verse. Okay, so let's read verse 16. Sprüche 28, Vers 16 ist im nächsten Vers, sagt, dass er auch ein Nice. Unterdrücker ist. It says, the prince that wanteth understanding is also a great oppressor. Because he gets to that point, he's this head of gold and he Oh. doesn't understand. Right? Okay, that's a nice point here. Er ist auch diesen Haupt aus Gold geworden und er versteht eben nichts. Yes, so here he is a great oppressor, but he that hateth covetousness shall prolong his days. Okay, you cannot say that Trump hates covetousness, right? Wir können nicht sagen, dass Trump irgendwie Habgier verachtet. Okay, so because here he's this head of gold, right, and he's anything else but hating covetousness. Okay. Und hier ist der Haupt aus Gold geworden und er ist alles anders, als dass er Habgier verachtet. Okay, so but the point I want to make is when they two join together here, they become basically one horn. Okay. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn diese zwei sich vereinen, sie werden hier eben ein Horn. And therefore, what power is it? Und deswegen, welches Macht ist es? It's the northern power, Das right? ist der Nordmacht. So, okay, so and when they come together, it's obviously no longer true republicanism, but it's now apostate republicanism. Wenn sie zusammenkommen, ist es nicht mehr das wahre Republikanismus, sondern das abgefallene Republikanismus. Because republicanism claims to uphold the Constitution. Okay, Republikanismus behauptet, den Verfassung aufrechtzuerhalten. but here they change it. Okay? Aber hier werden sie es ändern. And obviously, Protestantism is also no true Protestantism, but they are now apostate Protestantism. Auch der Protestantismus ist nicht mehr wahre Protestantismus, sondern abgefallener Protestantismus eben. So, therefore, they are now totally apostatized. Also deswegen, sie sind total abgefallen. And when we go back now to Daniel chapter 8, Wenn wir zurück jetzt zu Daniel 8 gehen, and let us read verse 4. und lesen wir Vers 4. It says, I saw that the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand. But he did according to his will and became great. So this is now when he comes from the east and pushes to these three directions, right? Das ist, wenn er von Osten kommt und stoßt in diese drei Himmelsrichtungen. Because we saw the counterfeit king of the north, he comes also from the east, counterfeiting the true king of the north. Wir sehen, Right? dass der falsche König des Nordens auch vom Osten kommt. Dadurch fälscht er der wahre König des Nordens. Because Christ comes from the north and from the east. Denn Yes? Christus kommt vom Norden und Osten. Okay, but the southern power Aber das Südmacht is opposed to the north, right? ist dem Norden entgegengesetzt. So when the north comes from the north and the east, the south comes from the south and the west, right? Wenn der Norden vom Norden und Osten kommt, der Süden kommt von Süden und Westen. So it always comes from the opposite directions to just go against. There's always these two camps only, okay? Es kommt immer von den entgegengesetzten Richtungen. Es gibt immer diese zwei Lager. Okay, so therefore now in verse 5, So jetzt in Vers 5. it says, You can prove this point from Daniel 11 because Daniel 11 it's the same illustration as the war between the north and the south, but yet here it's east and west. it's east and west, so you can just combine those two things together. So, dann kann das auch von Daniel 11 sehen. Es ist der Krieg zwischen Norden und Süden, aber hier ist es eben Osten und Westen. Und wenn man die zwei Sachen zusammenbringt, kann man das beweisen. Yes, exactly. Yeah. Okay, now verse 5. Vers 5, Daniel 8, 5. Now, as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. So this now, this Greek horn here, right? Das ist dieses griechisches Horn hier jetzt. So he comes from the west, but we know therefore he's the south. Er kommt vom Westen. Wir wissen auch deswegen, dass er auch gleich den Süden ist. Okay. And now verse 6. Vers 6.
And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his 2 horns. And there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped upon him. And there was none that could deliver the ram out of his hand. Okay, so what does the ram now do unto the he-goat? Was tut diesen Widder, Excuse me, the he-goat, what does he do to the ram? so was tut diesen Ziegenbock den Widder an? Stamps him into the ground. Okay, stamps him and breaks the 2 horns. So, Okay. stoßt auf ihn und bricht seine 2 Hörner. Okay, so we know that these 2 horns here, they were joined together here, Wir okay, wissen, dass diese 2 Hörner waren hier vereint. and they would represent republicanism, Protestantism, okay. Die Republikanismus und Protestantismus darstellen. Okay, but the southern power has no interest in, It's only one horn. doesn't regard republicanism, nor does it regard Protestantism, right? Und diese südliche Horn, es ist nur ein Horn und es hat überhaupt keine Achtung für weder Protestantismus No. oder noch Republikanismus. So, and though it's just here counterfeit republicanism and counterfeit Protestantism or false apostate, okay, Obwohl das version. hier abgefallene oder eine Fälschung des Protestantismus und des Republikanismus ist, Yeah, they still go against everything that savors of it, okay. sie gehen dennoch dagegen alles, was davon ist. Yeah, because they hate religion Also sie hassen Religion oder der wahre Religion. and they hate basically this republican idea, okay. Sie hassen diese republikanische Ideologie. Yeah, they want to bring in world communism, Sie okay. wollen das Weltkommunismus herbeiführen. Okay, so and we understand, yeah, right now this what will take place in the Sunday law here. Und wir verstehen gerade jetzt das, was hier in den Sonntagsgesetz Zeitperiode stattfinden wird. As typified by Trump against Biden, right? Ist dargestellt durch Trump gegen Biden. And we could see that when he came into office, Und wir können sehen, dass wenn er ins Amt getreten ist, what did he immediately do on the very first day? am allerersten Tag, was hat er sofort umgesetzt? Everything. Yeah, he reversed everything that Trump did, right? Er hat alles umgedreht, was Trump zuvor gemacht hat. He wrote all these executive orders on the very first day, and Got all the Greek policies in. yes, Am allerersten Tag hat er all diese, Executive Order, same. You can see. all diese exekutive Order irgendwie geschrieben und sie dann ins Platz gestellt, Yes, in order to reverse everything that Trump did. before. um alles zu widerrufen oder zu verändern oder wieder umzudrehen, was Trump bereits gemacht hat. Okay, so, but when we go now to verse 8, Aber wenn wir jetzt zu Vers 8 gehen, it says, Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. Okay, so the great horn will break, right? das große Horn wird brechen. Now you have here these 4 horns, Und okay? jetzt hast man hier diese 4 Hörner. Okay. So, and they mark the time of peace. Und sie markieren das Zeit des Friedens. So, and it says here they are towards the 4 winds of heaven. Und Okay. es sagt hier, dass sie den 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Oder? Yes. Ja. Okay, and the 4 winds of heaven, what does it mark? Die 4 Winde des Himmels, was markiert das? North, south, east, and west. Yeah, it The means world. the whole world, right? Das bedeutet der gesamten Welt. Now just keep your finger here. Let's go Haltet den Platz hier. to Mark chapter 13. Gehen wir zu Markus 13. And let us read here verse 26 to 27. Und wir lesen hier die Verse 26, 27. Let's see these 4 winds of heaven. It says, And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory.
And then shall he send his angels and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. So here we have these four winds, and it marks now when he gathers in all the elect of the whole earth. Right? So, hier haben wir diese 4 Winde und es markiert, wo er den Ausgewählten von der gesamten Erde einsammelt. Okay, so this is Worldwide League, but when we go back to Daniel 8, Weltweites Bündnis hier, aber wenn wir zurück zu Daniel 8 gehen, let's read verse 9 again. und lesen Vers 9 ein weiteres Mal. Because we understand at the end of the First World War, what was there in history? Wir verstehen am Ende von dem Ersten Weltkrieg, was gab es in der Geschichte? The League of Nations, right? Bündnis der Nationen, This was then this time Völkerbund. of peace, right? Das war diese Zeit des Friedens. Okay. And then it says in verse 9, Dann sagt es in Vers 9, and out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. So, what comes out of one of them? so was kommt aus einer von denen? Little horn. Ein kleines Horn. Okay. And it waxes to the south, toward the east and toward the pleasant land. Und es wächst zum Süden, zum Osten und zum Heiligen Yeah, Land. it's just like Okay, that. what- It's like Revelation 13:11. It's the same one verse. It's shown at the beginning and then Yes. Die Offenbarung 13, Vers 11, es ist eben in einem Vers, zeigt es verschiedene Etappen an. Yeah. Or Revelation 13, verse 3. So Offenbarung 13, Vers 3, Deadly wound, healed. healed. tödliche Wunde geheilt. Or verse 11, two horned beast comes up and speaks like a dragon. Okay. Also der Vers 11, der zweihörnige Tier kommt herauf und dann spricht wie eine That's Drache. what he's doing. He's coming up, and then he does the same as what the beast does there in verse 3. Yes. Das ist dasselbe, es kommt hier herauf und tut dasselbe dann wieder diese Tier in Vers 3. Okay, because it says here in verse 9, in the second half, In der zweiten Hälfte von That Vers 9 pushes sagt, against the south, the east, and the pleasant land. Three Stoßt directions, right? gegen Süden, Osten und He den also Heiligen waxes Land. exceeding Yeah, and great. waxes exceeding great. 3 Richtungen und So- er wächst äußerst groß. And this is which power again? Das ist welcher Macht wieder? This is the north. Northern power, right? Der It Nordmacht. was Rome back then. Okay. Das war damals Rom. Okay, so when you just go back to verse 4, Wenn wir zurück zu Vers 4 gehen, this speaks about the ram, dann right? spricht über den Widder, Right here. gerade Okay. hier. And the ram is which power? Und der Widder ist welchen Macht? North. The north. Die Okay. Nordmacht. So this ram and this Roman horn is the same power. Okay. Der Widder und diese römische Horn hier sind eben derselbe Macht. So let's read verse 4. Lesen wir Vers 4. It says, I saw the ram pushing westward and northward and southward. How many So, in wie viele Richtungen? geographical areas? 3, right? So, er stoßt auch in 3 Richtungen. So 3 areas. So 3 Richtungen. Okay. And it says then, so that no beasts might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand. But he did according to his will and became great. Right? Vers 4 zu Ende. So it becomes great. So, er wird groß. But when we read now again in verse 9, Und wenn wir wieder jetzt in Vers 9 lesen, and out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. How many areas? so wie viele Richtungen? Same Oh. thing. Countries? Auch 3. 3, right? And it becomes exceeding great. Und es wird sehr groß oder äußerst groß. Okay, so we can see basically it's just a repetition because we understand the threefold unit comes together here and it comes together there, So, right? wir können sehen, das ist nur eine Wiederholung, denn wir wissen, dass die dreifaltige Union hier zusammenkommt zum Eins und dann wieder auch hier. Okay, and here it's just it's greater in intensity. Okay. Und hier ist es nur größer in der Intensität. And that's why they become exceeding great. Und deswegen ist es äußerst groß Yeah, geworden. they just lift themselves up even more than at the beginning. Sie Okay. erheben sich nur umzu mehr als das, was sie am Anfang getan haben. Okay, so but as we saw, yeah, this little horn that comes out of one of them. Aber wir haben gesehen, diese kleine Horn, der aus einer von denen hervorkommt, So it's a time of peace, and then
when they conquer, it's here. Okay? Es ist eine Zeit des Friedens und wenn sie erobern, ist es eben hier. Okay. So, but the point is, this is now again the north. Okay? Der Punkt ist, das hier ist eben wieder der Norden. Comes back up. Es kommt wieder herauf. And in our time, who would this be? Und in unserer Zeit, wer wäre denn das sein? Trump, Das right? würde Trump sein. Okay. So, the only question is now, is Trump re-elected here or is he re-elected, or it's not, I mean, we don't know if he's, let's say we believe that Trump or Biden rather gets punished. It's not through He has to fall. it's not through an election that Biden will fall. Okay. So, wir verstehen, dass Biden bestraft werden muss, zudem, dass es nicht durch eine Wahl ist, dass er zum Fall kommt. But nonetheless, Trump most likely will be then elected in order to come into presidency again. Okay. Aber nichtsdestotrotz, Trump wird wahrscheinlich gewählt werden, um wieder in der Macht zu kommen. Unless there's some law that somehow shows that he doesn't need to be elected in order to come to power. Es Okay. sei denn, dass es ein Gesetz gibt, der zeigen würde, dass er nicht gewählt werden muss, um in sein Amt zu treten. Okay. But the point is, the question is only, is Trump getting back into office here or there? Okay. Die Frage nur ist, ob Trump nun mal hier wieder ins Amt tritt oder hier. Because we know that here he will make this religious test. Yes. Also wir wissen, dass hier wird er dieser religiöses Test machen. But the little horn comes out already here peaceably. Okay. Aber der Kleinhorn kommt hier friedevoll zuerst auf. Okay. So therefore, Yeah, but this is the. you know when he gets back in the office, he's making lots of executive orders, so it can't be there for sure. That's obviously this rise back to get into that point. But when he gets into that office, you can be sure the moment he's in there, he's going on a vengeance streak. Also He's been making war. diese Zeit ist wahrscheinlich, wo er also den Weg wieder an den Macht zu kommen. Aber wir konnten sicher sein, dass wenn er ins Amt tritt am ersten Tag, er geht auf Rachesucht. Okay. So the Es wäre eine Zeit des Kriegs, den so one point that could be in harmony with this thought is that so ein Punkt, der in Übereinstimmung mit diesem Gedanke eben wäre, for instance, when we go to Matthew 24, dass wenn wir zum Beispiel zu Matthäus 24 gehen, and let us read verse 9 lesen wir Vers 9, down to 11. 9 bis 11. Says, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, and many false prophets shall rise, and shall deceive many. So, where are we in the line? So, wo sind wir auf der Linie? Right here, right? Gerade hier. So, get delivered up, and who comes up here also? So ausgeliefert. Und wer kommt hier herauf? False prophets. False prophets, right? Falsche Propheten, Claiming to be resurrected. Yes, exactly. die Okay. behaupten, wiederbelebt zu werden oder auferweckt zu werden. So they say they are Christ. Sie sagen, dass sie Christus sind. And therefore they claim to have received here the anointing, right? Sie behaupten, hier an dieser Stelle die Salbung And erhalten zu therefore haben. they're risen from the dead. Yes, Und exactly. dadurch wäre gleich, dass sie von den Toten auferstanden sind. So, and therefore it's no coincidence. So Yeah? deswegen ist es kein Zufall. Right now, Brother Jeff, he claims to have come out of his cave again. Es ist Okay? kein Zufall, dass Bruder Jeff behauptet, jetzt gerade wieder aus seiner Hülle herausgekommen zu sein. Because he's again beginning now to write and trying to justify his wrong thoughts and actions. Okay? Er fängt an, jetzt wieder zu schreiben, öffentlich, um seine falschen Gedanken und Taten rechtfertigen. And and he apparently wrote in one of his magazine that he believes that when Trump gets re-elected, this will be the resurrection of this movement. Okay. Und er hat in einer von seinen Zeitschriften geschrieben, dass er glaube, dass wenn Trump wiedergewählt wird, dass das markiert der Punkt, wo diese Bewegung wieder aufbelebt wird, He said in auferweckt wird. 2020, when they made this false prediction, it was the death of the two witnesses
And when Trump gets re-elected, it's the resurrection of the two witnesses. Sie haben gesagt, in 2020, wenn Sie diese falsche Vorhersage gegeben haben, dass dies markiere der Tod von den 2 Zeugen. Wenn Trump wiedergewählt wird, markiert es der Wiederbelebung oder der Auferweckung dieser 2 Zeugen. So perverse. Was it not that he was thinking that he's already resurrected, that he's these 2 witnesses? And that the No, whole he's- movement is resurrected at the election of Trump. He's like preparing the way for this resurrection of the movement. Nice. Bereitet den Weg vor für die Auferweckung von dieser Bewegung. So, anyways, so we can see definitely that as the north will rise up here, okay, Wir können sehen auf jeden Fall, dass wie der Norden hier wieder heraufkommen wird, externally, so äußerlich. internally we have then Jeff's group rising up here to power. Okay? Intern haben wir auch Jeff's Group, der hier heraufkommt zur Power, zur Macht. Because who is Jeff Denn in this wer ist group? Jeff in dieser Gruppe? He is the Pharisees, right? Ist die Pharisäer. Okay, so he's the north internally, right? Intern ist er das Norden. So you have externally the north coming up and internally the north coming up. So, extern hast du den Norden heraufkommend und auch intern. The false prophets that then claim to have received the anointing, okay? Die falsche Propheten, die behaupten bereits die Salbung erhalten zu haben. So they think, okay, yeah, when Trump is now back into power, they will say, yes, we said it all the time, right? So, sie werden dann sagen, wenn Trump wieder an die Macht kommt, die werden sagen, juhu, das hatten wir die ganze Zeit bereits gesagt. And then they will think they were all right all the way, and then they will do their fanaticism, okay? Sie werden denken, dass sie die ganze Weg entlang, dass sie Recht hatten und sie werden ihren Fanatismus ausüben. Okay, and this is what we saw. Ezekiel, he gets raised up here, right? Das ist, was wir gesehen haben. Hesekiel wird hier aufgerichtet, First here, and then they join Erst here, hier. okay? aber dann schließen sie sich ihm hier an. And this is now then our job, at least those of us who passed the test, okay? Das ist dann auch unsere Aufgabe, zumindest die von uns, die den Test bestehen, That we then already predict that this will come, and when it comes, obviously, we have to continue giving the message to them here. dass Okay. wir dann hier voraussagen, dass dies geschehen werden. Wenn es geschehen wird, dann müssen wir weiter die Botschaft sie geben, And until the destruction of Jerusalem. bis zu der Zerstörung And Jerusalems. then we saw yesterday, then you still have these lost sheep that are not accountable in Jeff's group. Okay. Und dann hatten wir auch gestern gesehen, dass es diese verlorenen Schafen in dieser Zeit geben, die nicht rechenschaftspflichtig sind, die mal zu Jeffs Gruppe gehört haben. Okay, they get a last chance in here before then the movement will fully finish there. Sie Okay. halten in den letzten Möglichkeit in diese Zeit umzukehren, bevor hier den totalen Abschluss für die Bewegung kommt. Yes. And then you have a time of peace, Dann gäbe es eine Zeit des and Friedens then the Sunday law comes already. und dann kommt den Sonntagsgesetz bereits. Okay, so therefore we can see we are close to the Sunday law, Deswegen können wir sehen, dass wir dem Sonntagsgesetz sehr nah sind. and that what Jeff is now proclaiming is perfectly in harmony what we understand will come to pass. Okay. Das, was Jeff von sich gerade gibt, ist in perfekte Übereinstimmung von, what did you say? How did you say that? Of what we understand will come to pass. Von dem, was wir verstehen, was zustande kommen wird. It's because when they make that civil Sunday law, he's Yes. going to say that I was right, and they're all Yes. getting empowered. Denn wenn sie das zivilen Sonntagsgesetz machen, der wird sagen, ich hatte recht, und sie werden alle dadurch bekräftigt werden. And you can see how deceived they will be, you know. Wir können jetzt schon bereits sehen, wie verführt sie dadurch sein werden. And they think, yeah, we had it all right all the time, and then they think really that they are true. Okay. Sie werden denken, dass sie das die ganze Zeit richtig verstanden haben und dann werden sie von sich denken, dass sie der wahre Sache sind. Okay. So therefore it will not be an easy job, but the Bible tells us, yeah, they will be stubborn and stiff-necked. Okay. So, wir können sehen, es wird keine einfache Aufgabe sein. Die Bibel sagt uns bereits, dass sie stur und halsstarrig sein werden. Okay. But for us, I think it's a nice confirmation how we can see now these external illustrations. Okay. So, für uns aber jedoch können wir sehen, dass das eine schöne Darstellung ist, wie wir diese externe Darstellungen hier sehen können. And how this will then internally also manifest when you have your Jeff coming up. Okay. Wenn sich, und auch wie sich das denn intern manifestieren wird, wenn Jeff heraufkommt.
So, and I think the Lord, He just brought these things about now just before our tests. Okay. Und ich meine, der Herr hat diese Sachen gerade herbeigebracht, kurz bevor unseren Test, In order to strengthen us, that we can really understand now how He wants to finish this movement. Okay. uns zu stärken, dass wir wahrlich verstehen können, wie Gott mit dieser Bewegung abschließen möchte. And this gives us, at least for me, when I heard that Jeff came out of the cave, this was really something. Das ist für It's like uns, a nice confirmation. Okay. ja, das ist für uns ermutigend, also zumindest für mich, als ich gehört habe, dass Jeff aus seiner Höhle herausgekommen ist eine sehr schöne Bestätigung dessen, was wir bereits verstehen. Nice. Okay, so this was basically the thoughts I wanted to share this evening. Also, das waren im Grunde die Gedanken, die ich heute Abend mitteilen wollte. And yeah, may the Lord help us to get it further unfolded. Okay. Und möge der Herr uns helfen, dass wir es weiter entfalten können. Amen. Amen. Then let's close with prayer. Dann lasst uns mit Gebet Schluss machen.